Hi, ich bin Marco von iDog. Wenn der Akku von deinem iPhone langsam schlapp macht, zeigen wir dir in diesem Video, wie du ihn selbst austauschen kannst. Die Reparatur ist schwierig, da einige Teile verklebt sind und du viele verschiedene Schrauben lösen musst. Du solltest etwa 60 bis 90 Minuten dafür einplanen. Folgende Werkzeuge empfehlen wir dir hierfür: einen Y-Type, einen Pentalobe und einen Phillips Schraubendreher, ein Hartplastikplektrum, eine ESD-Pinzette, ein Plastikspatscher und einen Saugnapf. Außerdem benötigst du einen Heißluftföhn oder alternativ einen Haartrockner, um stark verklebte Teile lösen zu können. Das Ersatzteil findest du unten in der Infobox verlinkt und das wichtigste Werkzeug findest du in unserem Reparaturset. Auf unserer Internetseite idog.eu findest du diese Anleitung mit detaillierten Fotos und Videos für jeden einzelnen Schritt. Wenn ihr Fragen habt, nutzt einfach die Kommentarfunktion. Und jetzt viel Spaß bei der Reparatur. Bevor du mit der Reparatur beginnst, solltest du dir alle notwendigen Werkzeuge parat legen. Achte auch auf eine saubere Unterlage, damit kein Schmutz ins Innere gelangt und du keine Kratzer am iPhone hast. Zu Beginn der Reparatur solltest du dein iPhone ausschalten, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Halte dazu die Standby und eine der Lautstärketasten gedrückt und bestätige dann das Ausschalten. Um das Display entfernen zu können, musst du zuerst die beiden Pentalobe-Schrauben links und rechts neben dem Lightning-Anschluss entfernen. Dazu benötigst du einen Pentalobe PL1 Schraubendreher. Das Display ist stark verklebt. Um den Displaykleber leichter lösen zu können, kannst du ihn erwärmen. Benutze dafür am besten einen Heißluftföhn oder einen Haartrockner. Erhitze den Rand des Displays auf ca. 60 Grad. Durch das Erwärmen gibt der Kleber etwas nach und du kannst das Display leichter lösen. Nehme dir jetzt den Saugnapf zur Hand und setze ihn ganz unten auf das Display. Ziehe nun am Saugnapf und schiebe dabei ein flaches, stabiles Werkzeug, wie zum Beispiel ein iFlex oder ein Plektrum, in den Spalt zwischen Display und Rahmen. Sobald sich das Display etwas anhebt, kannst du ein Plektrum zwischen Glas und Backcoverrand platzieren. Achte darauf, dass du nur Werkzeug verwendest, das den Rahmen des iPhones nicht zerkratzt. Jetzt kannst du mit dem Plektrum einmal um den Rahmen herumfahren. Damit löst sich der Displaykleber nach und nach. Passe dabei auf, dass du das Plektrum beim Lösen des Displays nicht zu weit ins Gerät reinsteckst. Du könntest sonst die Displayanschlusskabel beschädigen. Ist das Display deines iPhones stark gesplittert, empfiehlt es sich, mit Klebeband zu arbeiten. Nimm dir einen Streifen Klebeband und klebe ihn direkt aufs gesplitterte Display. Auf dem Klebeband hält der Saugnapf wieder. Ist der Kleber rundherum gelöst, kannst du nun das Display aufklappen. Platziere dir einen stabilen Gegenstand neben dem iPhone, um das Display daran anlehnen zu können. Achte aber dabei darauf, dass dir dein iPhone nicht wegrutscht. Klappe das Display nicht zu weit auf, da sonst die Kabel überdehnt oder beschädigt werden könnten. Trenne als erstes den Akkukonnektor, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Der Konnektor befindet sich wie die anderen Anschlüsse am Logic Board unter einem Abdeckblech. Löse die unterschiedlich langen Y-Type-Schrauben am Abdeckblech, um es entfernen zu können. Benutze dazu unbedingt einen passenden Y-Type-Schraubendreher. Die Schrauben wurden bisher fälschlicherweise auch Three-Point oder Three-Wing genannt. Die Three-Point-Schraubendreher passen aber nur ungenau und können die Schraubenköpfe dauerhaft beschädigen. Nimm jetzt das Blech ab und sortiere alle Teile zusammen auf ein Feld deiner Magnetmatte. Heble jetzt mit einem Plastikspatscher vorsichtig den Akkukonnektor ab und biege ihn leicht zur Seite. Die Displayeinheit ist mit 3 Konnektoren angeschlossen. Trenne mit dem Spatscher nacheinander die 3 Konnektoren. Einer der Konnektoren liegt etwas tiefer. Heble da besonders vorsichtig, um die Kontakte am Logic Board nicht zu beschädigen. Sind alle Konnektoren gelöst, kannst du das Display entfernen. Der Akku im iPhone ist mit Klebestreifen eingeklebt. Die Klebestreifen lassen sich am einfachsten lösen, wenn du sie möglichst flach rausziehst. Darum empfehlen wir, die Teile außenrum, wie zum Beispiel die Taptic Engine, zu entfernen. Das macht den Austausch des Akkus einfacher und sicherer. Entferne zuerst die verschiedenen Phillips- und Y-Type-Schrauben am Abdeckblech des Lautsprechers. Die Schrauben sind unterschiedlich lang, also sortiere sie richtig, zum Beispiel auf einer Magnetmatte. Das Abdeckblech ist noch mit einem Konnektor verbunden. Klappe darum das Abdeckblech erstmal um und trenne dann den Konnektor mit einem Spatscher. Jetzt kannst du das Abdeckblech herausnehmen. Als nächstes muss der Lautsprecher entfernt werden. Löse am Abdeckblech über dem Lautsprecherkonnektor die Y-Type-Schraube. Entferne dann das Abdeckblech, trenne den Konnektor und hebe das Flexkabel etwas an.
Jetzt kannst du den Lautsprecher rausnehmen. Hebe ihn zuerst mit einem Spatscher an und ziehe ihn dann heraus. Der Lautsprecher ist stark am Rahmen verklebt. Löse die Phillips-Schraube an der Taptic Engine und trenne den Konnektor. Jetzt kannst du die Taptic Engine rausnehmen. Jetzt liegt der Akku frei und du kannst ihn lösen und herausnehmen. Der Akku ist mit 4 Klebestreifen verklebt. Die Streifen haben schwarze Zuglaschen. Daran kannst du sie herausziehen. Löse die schwarzen Laschen mit einer Pinzette oder einem Spatel. Jetzt musst du die Klebestreifen sehr langsam rausziehen. Halte die Klebestreifen so flach wie möglich auf Höhe des iPhones. Achte darauf, beim Herausziehen keine Bauteile zu beschädigen. Wenn ein Klebestreifen reißt, musst du den Akku vorsichtig mit einem breiten Spatscher heraushebeln. Versuch den Akku dabei nicht zu sehr zu verbiegen. Halte den Akku und das iPhone beim letzten Klebestreifen fest, damit der Akku nicht aus dem Gerät fallen kann. Wenn alle Klebestreifen ab sind, kannst du den Akku rausnehmen. Damit der Akku wieder richtig im Gerät hält und später wieder entfernt werden kann, empfehlen wir, neue Klebestreifen zu benutzen. Um zu prüfen, wie die Klebestreifen richtig verklebt werden, kannst du sie probehalber ins Gerät legen. Entferne die große blaue Schutzfolie und setze die Klebestreifen mittig auf die Unterseite des Akkus. Achte dabei auf die Position oben und unten, damit du gleich die Laschen umklappen kannst. Drücke die Laschen fest an die Kanten des Akkus. Entferne abschließend die große rosa Schutzfolie der Klebestreifen. Jetzt kannst du den Akku ins Handy kleben. Lege den Akku erst auf die obere Kante, sodass sich der Kleber noch nicht verbindet und du den Akku noch positionieren kannst. Achte darauf, dass der Konnektor direkt über dem Kontakt auf dem Logic Board liegt und lasse um den Akku einen Spalt weit Platz an allen Seiten. Wenn der Akku richtig platziert ist, kannst du ihn herunterlassen und leicht andrücken, damit sich der Klebstoff verbindet. Nun können alle Teile wieder eingebaut werden. Lege zuerst die Taptic Engine wieder ins Gerät. Achte darauf, dass die Schraublöcher der Taptic Engine richtig aufsitzen. Steck den Konnektor der Taptic Engine wieder ein und schraub die Taptic Engine mit der Phillips-Schraube fest. Setz den Lautsprecher wieder an den Platz und drücke ihn in Richtung Unterseite, damit er verklebt. Schließ den Konnektor des Lautsprechers an. Leg noch das Abdeckblech auf den Konnektor und schraube es mit der Y-Type-Schraube fest. Setz das Abdeckblech erstmal auf die Kante und schließe zuerst den quadratförmigen Konnektor an. Klappe das Abdeckblech um und lege es so hin, dass die Schraubenöffnungen über den Löchern liegen. Verschraube das Abdeckblech mit den Phillips- und Y-Type-Schrauben. Um das iPhone wieder gegen Staub und Spritzwasser zu schützen, empfiehlt es sich, einen neuen Kleberahmen aufzukleben. Entferne zunächst alle alten Klebereste, damit der neue Kleber richtig befestigt werden kann. Beachte aber, dass das iPhone nicht 100% gegen Wasser geschützt ist. Bevor du den Kleber auf den Rahmen klebst, achte auf die Ausrichtung. An den Ecken und an der Aussparung für die Kamera erkennst du, wo oben und unten ist. Entferne jetzt die erste Trägerfolie. Positioniere den Rahmen zuerst auf einer Seite glatt auf dem Gerät und drücke ihn leicht an. Drücke den Kleber nun rundherum fest. Achte darauf, dass der Kleber überall innen auf dem Rahmen sitzt. Nimm dir einen Spatscher zur Hilfe, um den Kleberahmen fest anzudrücken. Jetzt kannst du auch die zweite große Trägerfolie entfernen. Die letzte schmale Folie kannst du jetzt entfernen oder erst nachdem du das Display angeschlossen und getestet hast. Damit verhinderst du, dass sich das Display unabsichtlich schon verklebt. Setze die Displayeinheit am Rahmen an und lehne sie gegen einen stabilen Gegenstand, damit die empfindlichen Flexkabel nicht zu weit gedehnt werden. Achte darauf, dass dir dein Gerät nicht wegrutscht. Schließe die 3 Display-Konnektoren an. Achte darauf, dass die Konnektoren richtig sitzen. Rutsche mit ihnen nicht über die Steckplätze am Logic Board, um die Kontakte nicht zu beschädigen. Nimm dir eine Pinzette zur Hilfe, um den Konnektor der Hörmuschel über dem Steckplatz auf dem Logic Board zu positionieren. Drücke den Konnektor vorsichtig auf seinem Steckplatz fest. Jetzt kannst du den Konnektor des Akkus anschließen.
Setze dann das Abdeckblech auf und verschraube es mit den Y-Type-Schrauben. Nehme jetzt das Display und klappe es langsam zu. Achte darauf, dass das Display richtig positioniert ist, bevor du es fest andrückst. Drücke das Display nach und nach herunter, damit es bündig auf dem Rahmen sitzt. Drücke das Display fest an, damit sich der Kleber richtig verbindet. Zu guter Letzt kannst du die Pentalobe-Schrauben an der Unterseite deines iPhones befestigen. Die Reparatur ist jetzt abgeschlossen und ich hoffe, es hat euch richtig Spaß gemacht. Fragen, Anregungen und Hinweise könnt ihr gerne in die YouTube-Kommentarbox schreiben. Wir helfen euch da gerne weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert uns und lasst uns einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal.